Hallo zusammen, mein Name ist Rahel. Heute mache ich für euch selbstgemachte vegane Schupfnudeln und dazu gibt es eine cremige Pilzsoße. Falls ihr noch nie selber Schupfnudeln gemacht habt, bleibt dran. Ich zeige euch gleich, wie einfach das geht. Hier habe ich mehlig kochende Kartoffeln, die habe ich schon mal in der Schale gekocht und auch gepellt und die zerstampfe ich jetzt als erstes. Dann kommen die restlichen Zutaten in die Schüssel. Hier habe ich helles Dinkelmehl und Maisgrieß. Hier ist der Trick, weil ich ja kein Ei verwende, dass ich verschiedene Komponenten benutze für die Bindung. Also zum einen eben die Stärke aus den Kartoffeln und aus dem Mehl und auch das Maisgrieß hilft für die Bindung. Und hier noch ein bisschen Kartoffelstärke, das gebe ich auch noch dazu. Noch ein bisschen Salz dazu. Und dann vermenge ich das Ganze zu einem Teig. Dann gebe ich ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche und aus diesem Teig hier forme ich jetzt eine lange Rolle mit etwa einem Durchmesser von 3 cm. Als nächstes schneide ich 2 cm breite Stücke. Dann erhitze ich einen großen Topf mit Wasser und bringe das zum Kochen. Das Wasser salze ich noch ordentlich. Jetzt forme ich die Schupfnudeln und das mache ich, indem ich den Teig zwischen den Handflächen so rolle und an beiden Enden die Schupfnudeln ein bisschen dünner forme. Ich habe ein bisschen recherchiert, um herauszufinden, wo die Schupfnudeln eigentlich herkommen und bin darauf gestoßen, dass es verschiedene Namen gibt für Schupfnudeln. Schreibt uns gerne unten in den Kommentaren, wie ihr diese Schupfnudeln nennt, da wo ihr herkommt oder was ihr schon gehört habt. Ihr seht hier, ein paar von den Stücken sind ein bisschen zu groß und dann nehme ich einfach ein bisschen vom Teig weg und schaue, dass die Schupfnudeln möglichst alle gleich groß sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr übrigens auch aus diesem Teig, anstatt Schupfnudeln zu formen, auch Gnocchis formen. Wie ihr seht, habe ich jetzt alle fertig und ich gebe jetzt ungefähr ein Viertel von den Schupfnudeln in das kochende Wasser. Sobald die Schupfnudeln an der Oberfläche schwimmen, nehme ich sie vorsichtig mit einer Schaumkelle raus. Ich gebe sie dann auf ein Gitter zum Abtropfen. Und dann fahre ich mit den restlichen Schupfnudeln fort. Hier habe ich schon mal die Pilze mit den Zwiebeln und dem Knoblauch vorbereitet, nämlich im Ofen gebacken. Und es riecht schon richtig lecker. Und das gebe ich jetzt in einen kleinen Topf zusammen mit der Gemüsebrühe. Das koche ich dann einmal auf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch unser selbstgemachtes Bratensoßenpulver herstellen. Das haben wir im Rezept für euch verlinkt. Ein bisschen davon in die Soße. Und wenn das einmal aufgekocht hat, dann reduziere ich die Hitze und rühre die Sojasahne ein. Ein bisschen Pfeffer dazu. Salz. Bei Bedarf kann man an dieser Stelle die Soße mit ein bisschen Kartoffelstärke abbinden. Die habe ich schon mal mit Wasser angerührt und kommt jetzt hier dazu. Dann erhitze ich in einer Bratpfanne etwas Olivenöl und dann brate ich die Schupfnudeln hier im Öl noch mal kurz an.
Sobald ich die Schupfnudeln fertig gebraten habe, dann bin ich schon bereit zum Anrichten. Das schmeckt wieder mal fantastisch. Und es ist übrigens auch ein Rezept, das bestimmt auch Kindern sehr gut schmecken wird. Denn wer liebt nicht Schupfnudeln? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr die Schupfnudeln nennt, also ob ihr eine andere Bezeichnung dafür habt und auch, wie ihr sie am liebsten esst, also lieber süß oder herzhaft mit einer Pilzsoße zum Beispiel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!